Hallo von der griechischen Insel Lefkada oder Lefkas, wie es auch genannt wird. Wir sind jetzt schon am südlichsten Ende der Insel und auf der Fahrt, was mich beeindruckt hat, ist erstmal, die Insel ist sehr bergig, aber auch super grün und bei der Fahrt haben wir super viele verschiedene Grüntöne aus dem Fenster gesehen. Das war echt beeindruckend und wir haben sogar Flamingos gesehen. Jetzt sind wir am südlichen Ende der Insel in der kleinen Stadt Vasiliki. Hier gibt es sehr viele Katzen. Miau. Im Sommer ist es, glaube ich, eine sehr touristische Stadt. Also hier ist so ein Restaurant neben dem anderen an dieser Hafenpromenade. Miau. Dann gibt es noch viele Ferienresorts, diverse Windsurfschulen und natürlich diesen süßen Fischereihafen. Jetzt haben wir ein neues Haustier. Jetzt fahren wir aber erstmal weiter zum populärsten Strand dieser Insel. Das ist nämlich Ponti Beach. Ponti Beach ist was anderes. Was war denn das nochmal? Das heißt nicht Ponti Beach, sondern Porto Katsiki. Und ich weiß inzwischen auch, wie man das schreibt auf Griechisch, weil wenn man so fährt, das ist ganz geil, dann sind diese Autobahnschilder immer auf der griechischen Schrift und dann darunter auf Lateinisch. Und Laura und ich haben beide unabhängig voneinander mal Russisch gelernt und Kyrillisch ist so ein bisschen ähnlich so wie das P und das R und so weiter oder dass man das B manchmal weich ausspricht wie ein W oder ein V, so wie in Taverne, das wird dann mit B geschrieben, aber spricht man wie ein V aus. Und jetzt weiß ich auch, wie man Porto Katsiki schreibt. Porto Katsiki und das R ist nämlich wie ein P und das P ist diese lustige Buchstaben. Und damit wir die Autoschilder, weil manchmal sind die nicht auf Lateinisch übersetzt, besser lesen können, habe ich diese tolle Übersetzungstabelle gemacht. Kann ich jetzt hier mal aufkleben. Und was auch interessant ist, dass manche Buchstaben gibt es gar nicht, so wie im Italienischen gibt es ja auch kein J, im Griechischen auch nicht. Oder ein F gibt es auch nicht so richtig, sondern dann dieses Phi, also so wie ein PH. Aber jetzt kleben wir das hier erstmal auf. So, dann können wir während der Fahrt, wenn wir irgendein Verkehrsschild nicht lesen können, dann hier das für uns ein bisschen übersetzen. Okay, dann fahren wir zum Porto Katsiki über diesen Berg. Ja, mal gespannt, wie es wird. Endlich ein bisschen besseres Wetter. Jetzt sind wir am Meer, jetzt müssen wir irgendwie 300 oder 400 oder 500 Meter hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. Wie gesagt, Griechenland ist bergiger, als wir erwartet hätten. Aber das schaffen wir schon. Brumm, brumm. Da sieht man ganz gut die Straße, da müssen wir jetzt hoch. Ja, und da im Hintergrund, das sind alles noch weitere Inseln hier. Das ist voll krass, wie viele Inseln Griechenland hat. Hoffentlich kommen wir hier wieder hoch. Ja. Nee, das ist aber steil. Sachen fliegen auch schon durch die Gegend. Wir sind jetzt angekommen und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Und ich finde, das ist immer so eine 50-50 Chance, wenn man von einem Ort schon mal irgendwo gehört oder gelesen hat, ob der dann in Realität nicht
nicht so schön ist und man eher enttäuscht ist. Aber hier ist es ganz ehrlich so, es ist einfach unbestritten wunderschön. Wir haben auch mega Glück, weil hier ist nur ein anderer Van. Ich meine, das kann sich natürlich schnell ändern, aber selbst dann ist hier so viel Platz und es ist einfach richtig schön. Und das Wetter spielt mit und es ist warm und sonnig und ich freue mich jetzt schon, da am Meer spazieren zu gehen und vielleicht sogar reinzuhüpfen und das hier zu genießen. Hier, was für ein krasser weißer Strand und dann super türkisfarbenes Wasser. Dahinter das Wasser ist richtig dunkelblau und dann hier diese riesigen, so zum Teil orangenen Klippen. Also echt einer der krassesten Strände, wo ich je war. Voll schön. So, wir haben vergessen Wasser, beziehungsweise wir dachten, hier gibt es Wasser, aber hier gibt es kein Wasser. Also im Sommer, wenn hier viel los ist, dann ist hier wohl Restaurant und alles offen, dann kann man auch Wasser auffüllen. Jetzt nicht und wir haben nicht mehr so viel. Und da hatte Laura die Idee, wir machen einfach Pizza, weil das braucht nicht so viel Wasser, statt wenn man zum Beispiel Nudeln kocht oder so. Deswegen machen wir jetzt Pizzateig, etwas Trockenhefe, 100 Milliliter Wasser und 170 Gramm Mehl. Und natürlich Salz nicht vergessen. Und dann gut zerkneten. Dann lassen wir den einfach noch ein bisschen gehen. Eben auf unserer erfolglosen Wassersuche sind wir ja noch ziemlich viel rumgelaufen und da ist mir aufgefallen, dass wir quasi diese komplette Bucht gerade für uns alleine haben, weil der eine Camper ist jetzt auch weggefahren, das heißt, wir sind hier wirklich ganz alleine und das ist einfach richtig schön. Also weil es ist ruhig, man hört nur Meeresrauschen und man kann irgendwie so richtig diese Freiheit genießen und natürlich kann immer jemand kommen, das ist natürlich auch voll okay, aber so viel Ruhe hatte ich lange nicht mehr und das genieße ich gerade irgendwie sehr. Während wir auf unseren Pizzateig warten, kurz was zu dem Kühlschrank. Wir hatten nämlich ein paar Probleme damit. Der hat auch bei niedrigster Stufe immer zu kalt gekühlt. Also es waren dann trotzdem so 2 Grad oder so da drin. Das ist natürlich ein bisschen zu kalt. Und was wir jetzt gemacht haben, ist so ein kleines Gerät einbauen. Das sitzt zwischen dem Strom, der von der Batterie kommt, und dem Kühlschrank selber und schaltet halt selbst den Strom immer an und aus. Und das hat nämlich selber so einen Temperaturfühler, der im Kühlschrank sitzt. Und der ist jetzt so eingestellt, dass wenn es 8 Grad oder mehr ist, dann geht das Gerät an, dann kühlt es runter bis 7 Grad und dann schaltet das Gerät wieder ab. Und dann wird es im Kühlschrank natürlich irgendwann langsam wieder wärmer und ab 8 Grad geht das Gerät dann wieder an. Also richtig simpel, halt so wie ein Thermostat funktioniert. Aber der vom Kühlschrank ist halt offensichtlich kaputt oder irgendwas anderes. Wir haben unseren auch gebraucht gekauft von einem Boot. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt der ist. Das funktioniert jetzt schon seit einer Woche ziemlich gut. 12 Volt Thermostat, 12 Volt Temperaturregler heißt sowas. Findet man ganz gut und kann ich nur empfehlen, falls ihr auch solche Probleme habt. Okay, der Teig ist etwas aufgegangen. So machen wir übrigens morgens auch immer Brötchen. Also machen wir den Teig abends vorher und dann können wir morgens frische Brötchen machen. Und wir haben auch unser Reise-Pizzaroller. Tomatensauce.
Vegan Topping. Mozzarella Flavor. Unser Lieblingsessen. Oder? Pizza? Nee, dieser Käse. Ach so. Ui. Wow. Ui. Bisschen angepappt. Oh. Guten Morgen. Jetzt ist wieder toller Sonnenschein und fast blauer Himmel. Aber in den frühen Morgenstunden hat es richtig doll gewittert. Und wir hatten ja das Problem, dass wir nicht genug Wasser mitgenommen haben und hier es kein Wasser gibt. Deswegen haben wir jetzt Regenwasser gesammelt, weil das Coole an dem Düdo ist, der hat so Regenrinnen an der Seite und dann läuft das ganze Wasser quasi hier vorne runter. Und dann können wir das hier super hier unten aufsammeln. Ja. Der Kanister ist fast voll, der ist halb voll. Ein Kanister sind 20 Liter. Das heißt, wir haben jetzt wieder genug Wasser für 1,5, 2 Tage. Also können wir hier noch ein bisschen bleiben. Jetzt können wir unser gesammeltes Regenwasser in unseren Tank füllen. Und unser Tank ist hier unterm Auto. Und das können wir hierdurch befüllen. Weil es praktisch ist, dass hier ist auch unser Waschbecken und das heißt die Wasserpumpe, der Schlauch geht dann halt direkt hier drunter. Dann muss das alles nicht so lang sein. Und zum Befüllen benutzen wir immer diesen kurzen Schlauch. Das eine Ende da rein, das Ende hier rein. Und anstatt da jetzt so dran zu saugen und gucken, bis dann das Wasser rauskommt, gibt es einen coolen Trick. Einfach das hier oben zuhalten und dann drücken. Und dann fängt es von selbst an. Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesagt, aber ich möchte mich trotzdem wiederholen und nochmal sagen, wie schön es hier gerade ist. Und zwar hat es heute Morgen ziemlich gewittert und über Nacht halt geregnet. Und wahrscheinlich regnet es gleich nochmal, aber es ist trotzdem richtig, richtig schön hier. Und ich finde es immer beeindruckend, wie unterschiedlich schöne Orte halt bei unterschiedlichem Wetter und zu unterschiedlicher Tages- oder Nachtzeit aussehen und wie schön sie trotzdem sind. Also weil auch diese dunklen Wolken und dieses eher bedeckte Wetter mit den Wellen hat irgendwie was Magisches. Genauso wie wenn halt strahlender Sonnenschein ist und wir ins Wasser gehen können, weil es warm genug ist. Wir haben uns vorgenommen, oder es ist irgendwie voll cool, wenn man öfter mal draußen isst, glaube ich, weil uns ist aufgefallen, dass wenn Leute ein kleineres Auto haben, dann sind die natürlich gezwungen, viel mehr draußen zu essen und zu kochen, weil ihr Van einfach nicht groß genug ist, um eine wirkliche Küche drin zu haben. Und wir mit unserem großen Auto sitzen halt viel zu oft drin und eigentlich leben wir auch dieses Leben, um irgendwie viel in der Natur zu sein. Und deswegen nutzen wir jetzt so Möglichkeiten wie diese, wo man sich hier so richtig schön hinsetzen kann. Ein easy Mittagessen, weil wir auch nicht mehr so viel zu essen haben gerade. Aber das ist halt voll schön, ne? Und wenn man draußen ist, dann kommt man auch mit mehr Leuten in Kontakt. Ich hatte gestern Abend noch eine nette Unterhaltung so zum Sonnenuntergang mit Leuten von einem anderen Van, die hier auch geparkt haben aus der Schweiz. Und das war ganz nett, tauscht man sich so aus. Und das war ganz spannend, weil die hatten so aus ähnlichen Gründen wie ich persönlich auch, dass wir jetzt so durch Europa reisen, weil die waren auch so überall auf der Welt und dann haben Leute so erzählt, so, ah ja, und ich war mal da und da in Europa und die so, ah, da waren wir noch gar nicht, obwohl das halt so auf dem eigenen Kontinent ist. Und das war für mich auch so, ne? Ich war so an verschiedenen Ecken der Welt, aber war noch nie so richtig in Frankreich, außer war in Paris. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, so, erstmal vielleicht den eigenen Kontinent und Europa bereisen. Und wir haben ja hier so viele Länder und verschiedene Kulturen, dass das auf jeden Fall sehr spannend ist. Und wir machen übrigens keinen Kaffee auf unser Essen, das ist natürlich richtig absurd.
sondern Hefeflocken. Als Käseersatz. Ui. Haben wir alle möglichen Sachen in diese Kaffeedosen umgefüllt, die Mariano mal hatte. Und bei uns heißen Hefeflocken nicht einfach Hefeflocken, sondern Feenstaub. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber hier steht Feenstaub. Okay, danke fürs Zuschauen soweit. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen hier und genießen diesen schönen Ort und den Sonnenschein zwischendurch. Arbeiten ein bisschen. Du hattest ja gestern auch mehrere Stunden Videokonferenz. Ich habe angefangen, dieses Video zu schneiden. Dieser Clip fehlt dann jetzt noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Das hilft uns sehr. Und dann sagen wir Antio, das heißt Tschüss auf Griechisch. Und bis zum nächsten Mal.